Läuft? Jo. Läuft, Bruder, ja? Yo, Diggi, was geht ab? Diggi, was geht? Was geht ab? Yo, Leute, was geht ab? Leute, was geht ab? Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Mami, I'm sorry. Was sagt dein Tattoo über dich aus? Ich bin AJ Avenue und gemeinsam schauen wir uns die Tattoo-Trends der letzten 10 Jahre an und schauen, was das Tattoo über dich aussagt. Wir steigen ein mit einem absoluten Classic, dem Rosentattoo. Wenn du ein Rosentattoo hast, dann bist du definitiv auf Ästhetik gegangen, du bist auf Classic gegangen und ein bisschen auf Nummer sicher gegangen, denn mit einem Rosentattoo kannst du absolut nichts falsch machen, außer natürlich, es ist schlecht gestochen. So gut wie jeder hat irgendwie eine Rose tätowiert in diesem Game, deswegen Rose ein absolut sicheres Go-To, ohne Risiko einzugehen, wird dir auf jeden Fall immer gefallen, das Tattoo, und du bist so auf Nummer sicher, nirgendwo anzuecken mit diesem Tattoo auf jeden Fall, weil es irgendwie jedem gefällt. Das Hundetattoo. Wir haben so viele Kunden, die sich Porträts ihrer vierbeinigen Lieblinge tätowieren lassen. Teilweise sogar bevor sie sich ihre Kinder porträtieren lassen, lassen sie lieber Wir haben so viele Kunden, die sich Porträts ihrer vierbeinigen Weggefährten tätowieren lassen. Sogar noch eher tätowieren lassen als die Gesichter ihrer Kinder. Und wenn du ein Porträt deines Hundes tätowiert hast, dann bist du definitiv ein sehr tierliebender Mensch und du würdest alles für deinen Hund tun, weil diese Liebe wird sich für dich wohl kaum in Worte schreiben lassen. Wenn du deinen Hund siehst, bist du auf jeden Fall sehr, sehr glücklich. Und ich glaube, jeder Kunde bei uns, der sich ein Hundetattoo hat stechen lassen, ist sehr, sehr happy damit wieder rausgegangen. Sorry. Absolute Evergreens sind auch kurze, kleine Schriftzüge wie Ohana, Family, Love, Self-Love, Enough, Brief etc. Davon gibt es unzählige. Die meisten Leute, die sich sowas tätowieren lassen, haben sehr wenig vereinzelte Tattoos und setzen diese ganz gezielt ein, dass sie eher wie ein kleines Schmuckstück kommen, eine kleine Erinnerung. Du wirst es sehr wahrscheinlich vorher irgendwie auf Pinterest gesehen haben oder auf Instagram, hast dir da die Inspiration geholt, hast dir vielleicht auch noch selber überlegt, oh, welches Wort passt am besten zu mir, wie kann ich mich am besten ausdrücken, und hast dir dann tätowieren lassen. Wenn es fein gemacht ist und wirklich an einer geilen Stelle platziert ist, finde ich es einen sehr, sehr nicen Akzent. Wenn es cool zum Körper passt, sehr cool. Und wenn man dann noch ein prägnantes Wort für sich findet, dann hast du auf jeden Fall ein Tattoo, das dir für immer Freude bereiten wird. Das Löwen-Tattoo. Wir sind Löwen, Bruder. Wir sind Löwen, Bruder. Ich bin auch Löwe. Das Löwen-Tattoo ist definitiv seit über 30 Jahren mit an der Spitze der meistgestochensten Tattoos. Ein absoluter Evergreen. Viele, die sich einen Löwen tätowieren lassen, sind entweder selber Sternzeichen Löwe oder ein Familienmitglied ist Sternzeichen Löwe oder sie haben einfach das Herz eines Löwen und lassen es sich tätowieren. Ist auch ein sehr, sehr geiles Motiv, kannst nichts damit falsch machen. Vielleicht auch ein Beginnermotiv teilweise. Wenn du ein bisschen extravaganter sein willst, lässt du dir einen Tiger tätowieren, weil der Tiger einfach ein bisschen spannender ist mit der Musterung im Fell. Der Löwe hat halt diese riesige Mähne, was dem Tätowierer, der Tätowiererin es relativ schwer macht, dann nochmal irgendwie Raffinesse reinzubringen. Bei dem Tiger hat man einfach viel, viel mehr Auswahlmöglichkeiten. Man kann nochmal viel geiler reingehen. Und ja, aber wenn du ein Löwentattoo hast, wir sind Löwen, Bruder. Schmetterlinge, Bro, Schmetterlinge. Ich glaube, wir haben teilweise Wochen hier, da stechen wir 50 Schmetterlinge. Wenn du ein Schmetterling-Tattoo hast, dann bist du auf jeden Fall ein freiheitsliebender Mensch. Du willst was Filigranes haben, du stehst sehr auf Ästhetik, du willst was Dezentes haben. Vielleicht gefällt dir der Schmetterling auch nochmal aufgrund der kleinen Musterung in den Flügeln besonders gut. Und dann ist es auch sehr, sehr nice. Was das Schmetterling-Tattoo auch einigermaßen cool macht, ist, du kannst es klein tätowieren, du kannst es groß tätowieren, du kannst mehrere davon tätowieren. Es kommt auf dem Arm einzeln ganz cool und du hast einen relativ geilen Kontrast mit den Flügeln, weil da teilweise sehr viel Schwarz drin ist. Also es ist ein sehr, sehr schöner Akzent, der von weit weg schon erkannt wird und gesehen wird. Es ist aber definitiv nicht das individuellste Tattoo, weil sehr, sehr viele Menschen sich einfach einen Schmetterling tätowieren lassen. Creation of Adam Tattoos sind meistens bei Leuten, die definitiv ein bisschen kunstaffin sind und das auch zum Ausdruck bringen wollen und auf der Suche nach dem Tattoo waren, das das wohl am meisten ausdrücken kann, ohne zu laut zu sein. Wenn du jetzt nur die Fingerspitzen tätowiert hast von Gott und Adam, ist es ein sehr, sehr simples Tattoo, das sehr viel Aussage haben kann. Du zeigst damit eine Liebe zur Kunst, eine Liebe zu einer bestimmten Kultur, ohne ein sehr, sehr lautes oder sehr, sehr großes Tattoo zu haben. Du kannst dir natürlich auch das ganze Gemälde tätowieren lassen, dann bist du definitiv all in gegangen und hast gezeigt, du bist ein Badass, weil dieses Motiv so aufwendig ist und so filigran ist und so viele Gesichter hat. Du wirst definitiv eine größere Körperstelle dafür brauchen. Das ist crazy.
Statuen, Engel, große Full-Sleeve, Realistic Tattoos mit solchen Motiven zeigen auf jeden Fall, dass du all in gehen willst, dass du schnell viel Fläche bedecken willst, dass es dunkel mit Kontrasten sein soll und du willst der Welt zeigen, ey, guck mich an, ich bin ein Badass und es kommt meistens auch sehr, sehr geil rüber, dadurch, dass es Statuen sind und diese Statuen eben begrenzt sind, beziehungsweise die Fotos dieser Statuen sehr limitiert sind, haben sehr viele Menschen ähnliche Tattoos. Es geht in einen ähnlichen Stil. Du ziehst das Motiv immer sehr, sehr groß, hast einen dunklen Background, um den Kontrast herzustellen. Dadurch entsteht so ein typischer Look. Ich wette, du gehst dann auch definitiv viel ins Gym. Es sieht sehr, sehr geil aus. Ich mag das, wenn Leute komplett durchtrainiert sind und dann Full Sleeves haben, beziehungsweise so komplette Oberkörper voll tätowiert haben. Gerade mit solchen großen Motiven wie Statuen. Der Kontrast dann entsteht, weil du dann einfach von weit weg schon siehst, okay, die Person ist einfach full out tatted up. Kommt sehr, sehr nice. Und du hast dich definitiv auch für ein Tattoo entschieden, das komplett zeitlos ist, das für immer da sein wird, weil diese Kultur, diese Statuen gibt es schon seit tausenden Jahren, hunderten Jahren. Und die werden niemals aus der Mode kommen. Tattoos von Filmcharakteren zeigen definitiv, dass du eine coole Sau bist, weil was muss dazugehören, dass du dir einen Filmcharakter tätowieren lässt? Erstmal musst du den Film feiern ohne Ende oder die Serie. Du musst dich mit dem Charakter identifizieren oder den Charakter glorifizieren. Und du musst dann noch den Mut haben und die Selbstüberzeugung, ich lasse mir das Gesicht von einer wildfremden Person, die ich nicht kenne, auf den Körper tätowieren. Scheißegal, was jemand anderes sagt. Du bist definitiv ein Badass, wenn du das machst. Natürlich habe ich auch ein paar Filmtattoos. Ey, ich habe hier Fight Club, 2 Tattoos für Fight Club, weil ich diesen Film, der hat mich fasziniert. Ich fand Edward Norton genial in dem Film, aber der Charakter von Tyler Durden ist einfach Inspiration pur. Ich habe hier Goodfellas tätowiert. Der Film hat mich einfach meine komplette Jugend über geprägt. Ray Liotta, kürzlich verstorben. Sehr, sehr krasser Schauspieler, sehr, sehr krasser Charakter in dem Film. Ich habe Back to the Future. Es war die Popkultur damals für mich als Kind. Ich habe hier unten Cillian Murphy. Thomas fucking Shelby tätowiert, weil ich mich einfach mit dem Charakter extrem identifizieren kann. Wenn du ein Film-Tattoo hast, wir sind auf jeden Fall Brüder im Geiste. Hand-Tattoos, Face-Tattoos im Generellen zeigen, you don't give a fuck. Du bist so im Leben angekommen oder so im Leben positioniert, dass du es dir entweder erlauben kannst, deine Hände voll tätowiert zu haben oder irgendwas ist gewaltig schief gelaufen. Also, du kannst natürlich auch Rapper auf Kodein sein. In der Tattoo-Kultur sind Hand-Tattoos, Nacken-Tattoos, Face-Tattoos generell nur denen vorbehalten. Das ist halt alte Tattoo-Mentalität. Wenn du schon voll tätowiert bist und Hände, Gesicht, Nacken, Hals kommen zum Schluss, erst dann hast du es dir verdient sozusagen. Mittlerweile ist New School drauf geschissen, jeder macht wie er will und Hände sind oft irgendwie sogar die Einsteiger-Tattoos für viele Leute. Sie zeigen auf jeden Fall eine Rebellion, dass du nicht zu der normalen Gesellschaft, zu der 0815-Gesellschaft gehören möchtest. Travis Barker hat mal wundervoll gesagt, er hat sich komplett voll tätowieren lassen, damit es für ihn keinen Weg zurück in ein normales Leben geben kann und er nicht Banker wird oder so. Und dafür haben wir Travis fucking Barker bekommen. Auf jeden Fall finde ich sehr, sehr geil. Aber du musst es dir erlauben können. Da gehört sehr, sehr viel Überlegung hinzu. Solltest du nicht überstürzt machen. Selbst ich habe noch kein Face-Tat, obwohl ich es mir ein paar Mal überlegt habe. Vielleicht kommt es noch, vielleicht nicht. Es hat immer noch eine bestimmte Außenwirkung, aber Hals ist auf jeden Fall schon mal da. Tattoos von Celebrities, Popstars, Musikern, Schauspielern allgemein, Sportlern etc. Hey, es gibt doch keine größere Honorierung an das Lebenswerk eines Menschen, wenn die Fans sich dein Gesicht tätowieren lassen. Ich habe selber zum Beispiel ein Muhammad Ali Tattoo, weil ich diesen Menschen einfach unglaublich respektiere, seine Mentalität geil fand und er einfach in einer Zeit, die für ihn extrem schwer war, in einer Gesellschaft, die ihn nicht haben wollte, aufgestanden ist und gezeigt hat, ich nehme euch alle auseinander. Scheißegal, was ihr über mich denkt, scheißegal, was ihr über mich sagt. Bam, ich gehe an die Spitze. Und er hat es geschafft, so diese Mentalität. Inspiriert mich einfach, inspiriert mich so sehr, dass ich sage, komm, ich lasse mir das tätowieren. Wenn du dir so ein Tattoo hast stechen lassen, bist du definitiv absolut selbstbestimmt, lässt dir nichts von irgendwen einreden wie, hey, wieso lässt du dir das Gesicht von irgendjemand wildfremden tätowieren, sondern machst das, worauf du Bock hast und finde ich auch sehr, sehr cool. Und du hast eine gewisse Wertschätzung beziehungsweise eine gewisse, wie nennt man das noch? Wie kann man das noch ausdrücken? Du hast nicht nur eine Wertschätzung für die Person, sondern du hast einfach so einen tiefgreifenden Respekt für das Lebenswerk dieser Person. Hey, ich feiere es auf jeden Fall.
Partner-Tattoos? Digi, wenn du ein Partner-Tattoo hast, dann bist du dir deiner Sache entweder sehr, sehr sicher oder ein bisschen dumm. No front. Nein, ich meine das nicht böse, Es ist einfach nur der Sache geschuldet, dass ich schon so viele Menschen erlebt habe, die sich ein Partner-Tattoo haben stechen lassen und das dann leider doch nicht funktioniert hat, in die Brüche gegangen ist, wir das Ganze irgendwie wieder überdecken oder flippen mussten. Dazu gibt's auch schon ein paar lustige Stories. Anyhow, ich würde jedem davon abraten, sich irgendwie ein Partner-Tattoo stechen zu lassen. Beziehungsweise, ich rate nicht davon ab, sich Partner-Tattoos stechen zu lassen, aber so offensichtliche Partner-Tattoos stechen zu lassen. Lasst euch nicht gegenseitig die Namen tätowieren oder so. Wenn ihr irgendwas findet, was euch irgendwie verbindet, keine Ahnung, ein Stück Pizza oder so, dann ist nice. Lasst euch beide ein Stück Pizza tätowieren. Das hat auch nochmal einen coolen Flair. Hat es nochmal ein bisschen mehr Charakter und zeigt so ein bisschen mehr Individualität, als einfach nur die Namen sich gegenseitig tätowieren zu lassen. Denkt nach, bevor ihr sowas macht. Nicht überstürzt. Und macht keine Tattoos im Suff. Unnütze Tattoos. Ich habe so viele unnütze Tattoos. Ich habe ein Pizzastück tätowiert. Ich habe hier so eine komische Wolke tätowiert. Was habe ich noch für unnütze Tattoos, Bro? Ich habe ein Zebra einfach. Das sind random Tattoos, bei denen das Bild einfach cool ist, bei denen die Geschichte cool ist. Und das sind meine absoluten Favorite Tattoos, weil sie so off sind und nicht unbedingt jeder hat. Du kannst sie in keine Kategorie stecken. Und wenn du irgendein Tattoo hast, das komplett random entstanden ist, das aus irgendeiner coolen Geschichte entstanden ist, dann freue ich mich immer, die Geschichte zu hören. Und das zeigt definitiv, dass du den tiefsten Sinn von Tattoo verstanden hast. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die erste Folge. Was sagt dein Tattoo über dich aus? Schreibt in die Kommentare, welche Tattoos wir als nächstes behandeln sollen. Fühlt euch nicht auf die Füße getreten, wenn euer Tattoo jetzt dabei war und ich nicht so der Riesenfan bin. Liked, subscribed, abonniert, schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. Ihr wisst doch, wie YouTube funktioniert. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, euch weiter mit Content beliefern zu dürfen. Leute, ich bin raus. Ciao, ciao.